Ich mache Ihnen noch ganz kurz alles an. Machen Sie es schon mal bequem und dann wünsche ich uns einen super Nachmittag. Party über den Wolken. Disco im Flieger mit Pilot am Mischpult. Eine Abschiedsfete für die letzte Boeing 757. Ein Traum von Flugzeugen. Also ich liebe die. So Kindheitserinnerung tatsächlich. Und es ist unglaublich schade, dass die jetzt ausgemustert wird. Ich bin groß geworden auf dem Ding. Das ist ja ein sehr spezielles Flugzeug, wurde nur 55 Mal gebaut. Ein toller Oldtimer. Ja. Das war mein Wohnzimmer. Und von daher, ja, fällt es schwer. Ein spektakulärer Sonderflug mit Trauer, Freude und viel Rambazamba. Läuft, glaube ich, ganz gut. Das Ende einer Ära. Der letzte Flug einer Boeing 757-300 einer europäischen Airline und das will sie feiern. Dort, wo alles begann, vor 35 Jahren am Frankfurter Flughafen. Wer hier steht, hat extra Urlaub genommen, ist weit gereist. Thank you. Oder hat viel Geld bezahlt, aus Liebe zu einem Flugzeug. Sie nehmen Abschied, auch ehemalige Flugbegleiterinnen. Ja. Heute Ja, nehmen wir wir haben uns Abschied. schon am Sonntag in Frankfurt verabschiedet mit Kollegen und dann in Düsseldorf und heute noch mal hier. Wir sind die quasi von Anfang Ja, wir an. haben jede 757, die bei Condor gekommen ist, die kannten wir als neues Flugzeug. Ja, Jeder einzelne. Ja. jeder einzelne. Ja. Mein Abschiedsflug hier, mein Farewell Flight auf der 16A. Ich sitze immer gerne auf der linken Seite. Und ich habe mich wirklich sehr bemüht, einer von diesen wenigen Passagieren zu sein, die auf diesem Flug mit dabei sein dürfen. Es ist einfach großartig. Also ich weiß noch nicht, was auf uns zukommt, aber wir freuen uns einfach nur drauf. Es wird sehr emotional. Dann ganz viel Spaß mit Ihnen. Ja, danke. Danke. Tschüss. Ja, ihr Lieben, dann kurz zum Flug. Die Piloten David Friedmann, Sascha Flamm und Thomas Gall. Sie fliegen heute zum letzten Mal eine Boeing 757. Gut. Ich bin als Flugschüler damals zur Condor gekommen, 757, mein erster Jet, den ich geflogen bin. Und ja, jetzt bald 17 Jahre und ja, ist jetzt ja, mit einem Lachen und einem weinenden Auge irgendwie. Aber es ist jetzt natürlich eine große Ehre, dass wir jetzt diesen Flug noch mal machen dürfen. Ist eine tolle Sache. Ich bin so lange bei Condor geflogen und jetzt beim letzten Flug dabei zu sein, ist schon was ganz Besonderes. Wir haben nur Fans dabei, eigentlich niemand, der heute grimmig vielleicht in Urlaub mal fliegt oder irgendwo hin. Und da freue ich mich auf die Stimmung und auf meinen letzten Boeing-Flug mit den zwei Jungs hier. Die Route noch einmal Wien und zurück. Gut, perfekt. Dann Ab zum Briefing mit den Flugbegleitern. Guten Morgen. Hi, der David. Hi. Morgen. David, hallo Martina. Martina, hallo. David, hi. Guten Morgen. Ich bin Maggie, hallo. Grüß dich, Herr Conny. Ihr Lieben, willkommen zu unserem Abschiedsflug. Alle fit und munter, um es noch mal krachen zu lassen heute auf der 57. Flugzeit nach Wien, Stunde 5. Rückflugzeit würde ich euch nachher updaten, weil wir kennen sie noch nicht. Wird noch geplant, der Rückflug aktuell. Wird ein bisschen länger sein. Ja? Aber I let you know. Die Kollegen, beste Freunde der 757. Ich fliege diese Maschine von Anfang an. Von Anfang an. Ich bin groß geworden auf dem Ding. Seit 94 mit der 57. Seit 2000, also 25 Jahre 757. Super. Geballte Kompetenz heute. Wettermäßig sieht's gut aus. Wir erwarten tatsächlich eigentlich schönstes Wetter, sowohl hier als auch dort, als auch unterwegs. Keine Turbulenzen eingezeichnet. Dann, let's rumble. Ja? Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir machen uns einen schönen Tag zusammen. Ja? Viel Spaß.
4 Kilometer entfernt, auf einer Außenposition im Westen, steht sie, abflugbereit. Europas letzte 757-300. Puls ist eh schon die ganzen Tage hoch, aber jetzt geht's endlich los. Oscar Mike nennen sie ihr Liebling. Die Buchstaben O und M für Oscar und Mike sind im Kennzeichen. Und wie fühlt sich Flugbegleiterin Maggie? Ein ganz komisches Gefühl. Also ich würde diese Maschine so gerne behalten. Die ist mir so ans Herz gewachsen. Ich habe heute wirklich Angst, dass ich heule. Ramp Agent Hendrik wird Oscar Mike nie vergessen. Auch nicht die Rückenschmerzen nach jeder Beladung. Das Besondere an der 7.5 ist, dass es ein Handlader ist natürlich und dass wir sehr, sehr viele Koffer, vor allem im Compartment 3, haben immer so 160, 170 Stück. Also die Beladung war schon ein bisschen knackig auf jeden Fall. Alles Handlader. Oscar Mike, geboren im Mai 2000 in Renton, USA. Grundschule ist bei Condor. Dann folgen 2 Jahre Auslandssemester bei Thomas Cook. Und 3 Jahre später kommt sie wieder zurück zur Mutti. Das Streifendesign Passion gibt's mit 23. Die meisten Piloten sind Fans von Oscar Mike, heute auch als Omi Mike gefeiert. David Friedmann ist hin und weg vom Schmalrumpf-Body. An der 5.7 habe ich ganz viel gemocht. Das ist erstmal einfach ein sehr hübscher Flieger. Einfach. Also ich finde ihn ästhetisch für mich der schönste Flieger eigentlich. Die ist einfach elegant. Hat ordentlich Wumms dahinter, die hat richtig Power, die 5.7. Macht einfach Spaß zu fliegen. Das ist eine schöne Sache. Zum 10. Geburtstag schenken ihm seine Eltern einen Flugsimulator. Dann fliegt er. Cessna im Kinderzimmer. Das war über Jahre so zu Hause mein Daily Business, Flugsimulator fliegen und dann war die Entscheidung irgendwie klar. Mit der Pilotenausbildung startet er nach seinem Abitur. 2 Jahre später fliegt er schon bei Condor. Ja, Flieger ist tipptopp, kann losgehen. Fehlen nur noch die Passagiere. Die kommen per Bus. Auf sie wartet eine Überraschung, sagt Koordinator Gregor Darmstädter. Die Ansage ist, dass der Bus kommt und hier einmal drumherum fährt, die hier zum Stehen kommt. Hat aber nicht geklappt. Der Bus kommt von der falschen Seite. Offenbar ein Kommunikationsproblem. Doch versprochen ist versprochen und heute scheint alles möglich. Gregor Darmstädter klärt auf und schon startet die Rundfahrt um den Star des Tages. Daumen hoch von Hendrik, was so viel bedeutet wie Türen auf und Action. Also ich freue mich sehr. Ein Traum von Flugzeug. Also ich liebe die. Und jetzt bin ich seit 25 Jahren, 1999 bei Boeing habe ich sie gesehen und heute fliege ich nach 25 Jahren das letzte Mal damit. Ein Wahnsinn. Also ich habe leichte Gänsehaut. Die Boeing-Verehrer kommen aus ganz Europa. Moin! Dieser Mann ist extra aus Italien angereist. I flew from Milan with Condor and I was afraid to miss this flight because I had a really short connection, but I made it, so viel Glück. Danke. Tschüss. Die meisten Tickets für den Sonderflug wurden verlost. Nur 75 waren im Verkauf. Hallo. Kommen Sie ruhig rein. Sie sind willkommen. Hallo. Wer kann, trägt gestreift. Wie dieser Mann aus? England. England? Yes. Especially for this Of flight? course. Really? Naturally. Yes, of course. Why? Why? Because it's amazing to be able to have this experience. No other airline I know apart from maybe a couple of operators ever get to put on a show like this for such an amazing airplane.
An Bord 259 Fans und Ehrengäste. Ciao. Danke. Ganz schön tough. Aber made it. So, einen ganz wunderschönen guten Morgen, liebe Fluggäste, liebe 757-Fans, liebe Freunde. Darf euch alle ganz herzlich begrüßen bei uns an Bord hier auf diesem letzten Passagierflug mit unserer 757. Für uns eine große Ehre, dass wir diesen letzten Flug begleiten dürfen. Lasst uns die 57 noch mal in allen Zügen genießen heute und wir machen uns alle einen ganz schönen Tag heute zusammen. Vielen Dank. War das mit Gefühl? Ja. Und am Cockpit. Die Bremse ist gesetzt. Werden wir klar für Hydraulik. Start Right Engine. David Friedmann und Thomas Gall starten die Triebwerke. Start Left Engine. Sascha Flamm beobachtet die Instrumente von Oscar Maik. Ich glaube, sieht alles gut aus für heute. Macht sie noch gut. Clear signal received. Clear left side. Clear right side. Haben jetzt einen kurzen Taxi, weil wir sind direkt an der Bahn und dann geht es auch schon los. Wir müssen darauf achten, dass die Triebwerke 3 Minuten laufen, dass wir dann starten können. Nicht, dass wir zu knapp starten und die Triebwerke noch nicht richtig warm gelaufen sind mit der Öltemperatur. Oscar Maik ist bereit für ihr letztes Abenteuer. Nach Wien fliegt Thomas, zurück David. Ich bin jederzeit ready, David. On runway 18. With control. I have control, take off. Over the bridge. Ja. Die 757 ist ein Kraftpaket, sagt Sascha Flamm. Sie steigt steil und schnell. Deshalb trägt sie auch den Spitznamen Pocket Rocket. Klein mit viel Power, präzise und angenehm zu fliegen. Man fühlt sich einfach sofort wohl, wenn man denn das Flugzeug in die Hand nimmt. Man merkt, man ist da irgendwie zu Hause. Man fühlt sich sicher, man fühlt sich mit dem Flugzeug verbunden und es gibt einfach wahnsinnig viel Feedback. Das merkt man schon als Anfänger. Es gibt dir sehr viel Vertrauen zurück, verzeiht relativ viel. Ich habe es einfach von der Stunde 1 genossen. Ja, Wir genießen es nochmal in vollen Zügen. Nach der Boeing ist vor dem Airbus, sagt Sascha. Er fliegt demnächst A320. Thomas Gall ist auch Kapitän auf der 757, die ihm sehr viel bedeutet. Ich habe eine ganz besondere Verbindung mit der Condor, diesem Flugzeug. Mein Vater ist schon Kapitän hier bei der Condor gewesen auf Boeing 757 und 767. Ich bin als kleiner Junge regelmäßig hier im Cockpit mitgeflogen und bin mit der Condor und dem Flugzeug aufgewachsen. Es war schon was ganz Besonderes, ein Kindheitstraum, dass ich hier noch die Chance hatte zu fliegen, als erster Offizier angefangen habe vor 13 Jahren. Dann noch Kapitän sogar wurde auf dem Flugzeug und jetzt beim allerletzten Flug dabei sein kann, kann ich gar nicht in Worte fassen. Das ist so was sehr, sehr Besonderes. Das sind auch die Schulterklappen von meinem Vater, die habe ich bekommen, als er in den Ruhestand gegangen ist, hat er mir seine Kapitänsschulterklappen gegeben und seitdem trage ich die und fliege mit denen um die Welt. Right Autopilot in Command und Vertical Speed plus 1000. Die 757 ist zuverlässig und robust. Doch sie hat ihre Zeit überlebt, sagt David Friedmann. Das ist tatsächlich ein Oldtimer. Die 757 wurde ja damals quasi gemeinsam mit der 767 entwickelt, Anfang der 80er Jahre. Und aus der Zeit ist letztendlich auch das Design dieses Flugzeugs. Ja? Und wurde zwar dann weiterentwickelt, es kam dann irgendwann ja diese längere Variante, die 757-300, die wir jetzt heute fliegen.
Die kam Ende der 90er Jahre zur Condor, 99. Ja, aber am Ende des Tages aus den 80er Jahren und ein toller Oldtimer. Ja. 19. Februar 1980, Renton in Amerika. Erstflug einer Boeing 757. Damals das größte Schmalrumpf-Passagierflugzeug der Welt. Okay, Boeing 757 ready for takeoff. Boeing 757 cleared to takeoff runway 33, wind 180 at 24. Okay. Boeing 757 contact Seattle departure 119.5. Good day. Thank you very much. We'll be talking to you again soon. Nach 2 Stunden und 25 Minuten ist die Premiere beendet. Rückkehr zum Boeingberg. This is Boeing 757 experimental. Boeing 757 experimental, Payne Tower. Condor fliegt die 757-200 seit 1990. 9 Jahre später ist die Airline der erste Kunde für die neue Langversion. Sie ist 7 Meter länger als ihre Vorgängerin, die 757-200. Doch schon 2004 stellt Boeing die komplette Produktion der 757 ein. Die Nachfrage war zu gering. Boeing typisch? Die Schubhebel sehen aus wie Triebwerke. Auch dieser Hebel erinnert an Bauteile. Ja, das ist wie ein kleines Stück von der Landeklappe. Sozusagen hat der Hebel die Form. Genauso beim Fahrwerk auch ist ein kleines Rädchen dran, dass das auch haptisch sich anfühlt wie ein Fahrwerkshebel und dass man das nicht verwechselt. Technik, die auch heute noch im Jumbo zu finden ist. Zurück in die Kabine. Veteranentreffen zwischen Business und Eco. Ehemalige Flugbegleiter berichten von ihren Erstflügen mit der 5-7. Es gab ja diese Überführungsflüge, die Erstflüge. Kannst du das noch was sagen? Ja, daran habe ich mich natürlich auch sehr gut erinnert. Früher, 1999, durften wir den ersten Flieger aus Seattle abholen. Ich war da auch dabei. Der Service heute eine Herausforderung. Frankfurt-Wien ist Kurzstrecke und wird normalerweise mit kleineren Flugzeugen geflogen. 259 Gäste in einer Stunde bedienen, das ist ungewohnt, weil wir sehr viel springen müssen und gucken und der Platz ja auch ein bisschen kleiner ist, aber es läuft. sagt Purserette Conny. Auch in der Galley, in der Bordküche, ist der Charme der 90er zu spüren. Die Anzeige für Frisch- und Schmutzwasser, Entertainment und Licht. In neuen Fliegern alles digital. Und das ist der Ofen fürs Essen. Ja, aber zuverlässig. Danke, bis später. Der Mann hier links hat dafür gesorgt, dass Oscar Mike heute noch einmal so fliegt wie am ersten Tag. Störungsfrei. Er arbeitet in Düsseldorf am Flughafen und hat jahrelang Boeing-Flieger zur Kontrolle. Im Hangar 7. Hier hatte Oscar Mike noch einmal Sprechstunde beim Fluggerätmechaniker des Vertrauens, Björn Römer. Er kennt jede Schraube an der alten. Die braucht erstmal Strom, sonst geht gar nichts. Also es ist ja doch dieser klassische alter Flieger, das ältere Technik schon. Und die haben wir sonst danach nicht mehr. Die Oscar Mike will glänzen, so kurz vor der Rente. Ich zeige euch jetzt einfach mal einen kleinen Punkt an dem Flieger, woran man auch ganz gut erkennen kann, dass es doch ein etwas älterer Stand der Technik ist. Ich mache mal gerade auf. Der Avionik-Raum vorne. Hier sind die Computer, Navigations- und Kommunikationssysteme, aber auch wichtige Bauteile zur Steuerung des Flugzeugs. So, aber wenn ihr hier jetzt mal hochschaut, dann seht ihr hier jetzt noch die ganzen Steuerseile, die jetzt in der Form in unserer neueren Flotte, hier den Airbus-Fliegern, nicht mehr so vorkommen in der Anzahl.
Die werden von uns auch regelmäßig geprüft. Das Herz von Oscar Maik. Den Zustand der Computer hier überprüfen sind ja das einige. Ohne die vielen elektronischen Geräte kann der Flieger nicht leben. Alles im grünen Bereich, innen zumindest. Techniker bezeichnen die 757 auch als fliegenden Bleistift, wegen des langen, schlanken Rumpfs. Er hat ja doch recht elegantes Erscheinungsbild, tatsächlich, ja, diese lange gestreckte Form. Aber auch die Technik, es macht auch Spaß daran zu schrauben. Auf jeden Fall. Alles klar. Als nächstes kontrollieren Björn Römer und seine Kollegen die Triebwerke. Wir machen jetzt im Prinzip eine Endoskopie vom Triebwerk. So ähnlich wie in der Medizin, sag ich mal. Bau du schon mal bitte auf. Wir schauen jetzt gleich in die Brennkammer vom Triebwerk rein. Das ist halt der Bereich vom Triebwerk, wo die komprimierte Luft mit dem Kerosin vermischt wird und halt eine Verbrennung entsteht, die dann wiederum die Turbine antreibt. Da herrschen sehr hohe Temperaturen. Dieser Bereich ist von innen mit einer Keramikbeschichtung versehen. Die unterliegt einer Abnutzung und das geht bis zu einem gewissen Grad. Und wenn die Abnutzung zu hoch ist, dann muss man da tätig werden. Da wollen sie rein. Mit dieser Kamera, ähnlich dick wie ein Regenwurm. Wir können die Kamera in alle Richtungen bewegen, damit wir jeden Winkel vom Triebwerk inspizieren können. Ja, wir sehen jetzt die Brennkammer von innen. Hier diese runden Teller, das sind im Prinzip die Einspritzdüsen. Da wird das Kerosin eingespritzt. Rundherum sind immer ein bisschen Rußablagerungen, das ist auch völlig normal. Wir müssen natürlich jetzt detailliert noch im Kreis einmal herumschauen. Guck mal da, Boroplak, ne? Das sieht schon alles ganz gut aus hier. Fast 70.000 PS leisten beide Triebwerke. So viel wie 500 VW Golf auf einmal. Wolfgang, bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Ja, dann kannst du die Klappen jetzt ausfahren. Ja, Flaps kommen. Jetzt geht's Oscar Maik an die Knochen. Was macht die Hydraulik? Funktionieren Fahrwerk und Landeklappen? Normalerweise werden die hydraulisch angetrieben. Das geht deutlich schneller. Das hier ist nur so eine Art Ersatz- oder Notfunktion, die hier jetzt in dem Check getestet wird. Das heißt, es gibt noch die zweite Möglichkeit, die mit einem kleinen Elektromotor auszufahren. Das ist der Elektroantrieb für die Tragflächen. Das war's. Auch diesen Test hat die reife Lady bestanden. Rund 48 Arbeitsstunden dauert so eine gründliche Untersuchung. Für Mechaniker nicht ganz ungefährlich. Ja, wie man sieht, bin ich eigentlich gar nicht für den Flieger gebaut oder der Flieger nicht für mich. Weiß ich jetzt nicht so. Man stößt sich hier schon mal den Kopf. Auch deshalb haben neue Flugzeuge die Monitore nicht mehr im Gang. In der Mitte, ja, die sind oldschool. Inzwischen sind die ja doch meistens auch in den Sitzen integriert oder hängen unter der Decke, seitlich dann, ja. Pilot wollte er nie werden, lieber schrauben. Er ist wie ein Privatarzt für Flieger. Zu ihm kamen schon viele Muster. Auch verschiedenste, auch kleinere. Also kleine Sportflugzeuge oder auch beim Canadair Jet, das ist auch so ein Regionaljet. Ich habe gerne am CRJ damals geschraubt, da habe ich auch die meisten Jahre dann verbracht. Da war ich viele Jahre. Und Embraer ist auch ein Flugzeugtyp in der Regionalklasse. A320, Boeing 767, die hat uns ja schon verlassen. Und die 757 folgt dann jetzt. Noch ein letzter Kontrollblick über das Cockpit. Dann kann Oscar Maik gemeinsam mit Björn Römer die letzte Dienstreise antreten. Die ist seit heute Morgen und hat das erste Ziel fast erreicht. Links Österreichs Hauptstadt. Voraus der Flughafen. 1000. Confirmed, runway inside. Thomas Gall ist bereit für seine letzte 757-Landung.
Brakes up. Hey, you have control. I have control. Noch einmal Wien, noch einmal mit Passagieren und noch einmal mit Ehren, wem Ehre gebührt. Großer Bahnhof für Pocket Rocket, den fliegenden Bleistift mit dem Schmalrumpf. Meine Herren, danke für die erste Runde. Schöne letzte Landung. Der Empfang wird immer so sein, finde ich. Ja. Noch dürfen die Passagiere nicht aussteigen. Go ahead. Okay, Parking Brake is released. Die Maschine wird zu ihrer endgültigen Parkposition geschleppt. Ja, das machen wir jetzt, weil wir jetzt hier einen besonderen Parkplatz auch bekommen. Hier direkt vor diesen Hallen hier. Und hier dürfen wir einfach jetzt nicht selber reinrollen. Einfach weil es wahrscheinlich zu gefährlich auch ist mit den Triebwerken. Deswegen werden wir jetzt hier reingeschleppt und da werden wir gleich abgestellt. Und dann können wir aussteigen. Wer coole Einweiser sehen will, sollte nach Wien kommen. Es ist nicht die Mondlandung, aber es fühlt sich ein bisschen so an. Der Flughafenchef begrüßt die Vorstände der Airline. Danach dürfen alle aussteigen. Bis gleich. Ja, ja. Viel Spaß. Bis später. Ja, bis später. An Bord auch Ralf Teckentrupp. Fast 20 Jahre war er Chef der Condor. Mit ihm hatte die Airline die größte 757-Flotte Europas. Ich freue mich total wie Bolle, dass ich auch die Außerdienststellung bei uns sozusagen mitverfolgen kann, weil ich weiß ja, was stattdessen kommt und wie wirtschaftlich die neuen Airbus-Flugzeuge sind. Und da liegt halt technologisch ein Quantensprung und auch der Komfort und die Kabinenqualität der Airbus, die neu kommen, ist einfach ein anderes Kundenerlebnis als unser Schätzchen hier. Ich habe es total lieb, aber die Airbus habe ich jetzt inzwischen noch ein bisschen lieber. Und wie weit die Airbus-Liebe der Airline gehen kann, zeigt eine geheime Mission in Frankfurt. Jedenfalls sollte es eine werden. Ein Abend im Oktober, tiefdunkel die Nacht. Heimlich kommt ein Flugzeug frisch vom Lackierer aus England, noch getarnt. Keiner darf von diesem Airbus erfahren. So der Plan. Gleich nach der Landung soll der Flieger in den Hangar. Alles wurde akribisch vorbereitet. Doch plötzlich steht die Maschine am Terminal 3 im Scheinwerferlicht. Die Mission aufgeflogen, aber nicht die Tarnung. Leitwerk und Rumpf sind noch zugeklebt. Die Flugsicherung hat nicht mitgespielt und den Flieger vors Terminal kommandiert. Egal, der guten Laune macht das keinen Abbruch, sagen die Piloten in der Eintracht-Uniform. Ja, das haben mir meine Jungs mitgegeben. Ja, die haben uns ausgestattet, unter anderem. Wie war der geheime Flug? Der Flug war gut. Das lief alles gut. Das Ende war nicht so, wie wir uns das gewünscht hatten jetzt am Ende, aber lief gut. Die Tests, die wir durchgeführt haben, liefen erfolgreich und das Flugzeug fliegt sich so schön, wie es aussieht. Der Airbus ist noch nicht komplett gestylt, aber wie er dann aussehen soll, ist noch geheim. Und lässt sich auch nur erahnen anhand von 3 Buchstaben. Die geheime Mission wird fortgesetzt. Raus aus dem Scheinwerferlicht am Terminal, rein in den Hangar der Airline. Hinter verschlossenen Toren starten Mechaniker und Techniker mit dem Umbau. Der alte Teppich muss raus, 180 Sitze bekommen neue Bezüge, die Trennwände ein neues Design,
Und die Folien außen müssen runter. Viel Arbeit bis zur Taufe. 5 Tage später. Spieler, Trainer und Fans sind da für das neue Mitglied im Verein. Begrüßt den Airbus A320 im Design von Eintracht Frankfurt. Sogar das Kennzeichen passt. D für Deutschland, A für über 20 Tonnen Gewicht und SGE für Sportgemeinde Eintracht. Innen neuer Teppich. Neue Sitze. Neue Wände. Neue Flugbegleiter. Erbarmen zu spät, die Hessen kommen. Grüße vom Rumpf an die da unten. Apropos Rot-Weiß. Zurück zur Boeing 757-300 in Wien und ihren letzten Flug. Ganz privat, Flieger und Fans. Der junge Mann mit Jeans hat kein Flugticket bekommen. Deshalb ist er heute von Düsseldorf nach Wien geflogen, um hier Abschied zu nehmen. Unbedingt, also der ganze Flieger ist ein Highlight. Also die 757 ist so Kindheitserinnerung tatsächlich. Damals in den 90ern 757-200 geflogen und es ist unglaublich schade, dass die jetzt ausgemustert wird. Und nochmal alle. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. An Reinhard May führt wohl kein Weg vorbei an so einem Tag. Gesungen von Flugbegleiterin Nina Hartung. Plötzlich nichtig und klein. 300 Gäste feiern in der Fahrzeughalle der Flughafenfeuerwehr. Doch die höchste Party der Welt steigt jetzt. Hallo, herzlich willkommen zurück. Gernot Heinrich hat bei der Verlosung das Flugticket gewonnen. Von Beruf ist er Chauffeur. Genau. Der 54-Jährige ist oft am Flughafen. Seine Kunden Millionäre in Privatjets. Mit der 757 verbindet er seine ganz persönliche Liebesgeschichte. Gerade in den ersten beiden Jahren, als ich meine Frau kennengelernt habe, bin ich 22 Mal in 2 Jahren geflogen nach Mombasa. Und das verbindet schon irgendwie. Niklas Lemke schwärmt auch für die 757. Seine Schuhe hat er extra bedrucken lassen. Muss sein. Es ist ja ein sehr spezielles Flugzeug, wurde nur 55 Mal gebaut und die Condor 757 spiegelt ja so ein bisschen, sage ich mal, den Kindheitstraum von jedem wieder, der mal Pilot werden wollte oder war auch, sage ich mal, so das Sinnbild dafür, wenn es jetzt in den Urlaub endlich geht, in den wohlverdienten Urlaub in der Schulzeit. Und dass die jetzt nach dem Flug heute nie wieder mit Passagieren abheben wird, das ist schon traurig. Aber und deswegen wollte ich hier heute an diesem Tag dabei sein. Der 23-Jährige ist Pilot. Er fliegt Fracht mit einer Boeing 757-200. Dann Hebel auf laut, Take-off. Für den Abschiedsflug konnte er noch ein Ticket kaufen. Ja, es gab tatsächlich 75 Tickets, die wurden kommerziell verkauft für 1.000 €. Und ich habe natürlich dafür gesorgt, dass ich mir auch eins besorge. Innerhalb von 4 Minuten waren alle Tickets ausverkauft. Auch ein zweites und letztes Mal. So, liebe Gäste, ich darf euch ein allerletztes Mal in der Geschichte der Condor hier an Bord der 757 begrüßen. Wir sind jetzt hier soweit fertig, kann gleich losgehen und dann machen wir uns auf den Weg. Lasst euch überraschen, vielleicht gibt es noch das ein oder andere Highlight heute. Ich wünsche ganz viel Spaß allen und einen schönen letzten 757-Flug nach Frankfurt. Es kommt an. Ja, es ist einfach komisch. Ja. Also ein letztes Mal irgendwie Gäste an Bord zu begrüßen, ist ja, Wehmut. Reichlich davon.
Ich habe gerade Clearance bekommen. Wir wären jederzeit ready für Startup. Clear left. Clear right side. One, 2, 3, 8, Honda 757. Danke, ciao. Also hier rechts, ne? Jupp. Approaching 1-6. Ready? Ready. Take off. V1. Rotate. Gear up. Gear up. Pilot David winkt mit der 757. Ein letzter Gruß von Oscar Mike. Honda 757, Radar, danke, ciao. Ciao, Wien. Speed check. Mit Vollgas geht's Richtung Reiseflughöhe. Denn in der Kabine warten Sie sehnsüchtig auf ihn, Mr. Music. Für seine Pilotenausbildung hat er als DJ gejobbt. Im Flieger hat er noch nie aufgelegt. Die Boxen sind im Gepäckfach. 4 Stück haben wir. Noch etwas Disco-Feeling und schon steigt die Bordparty. Wir haben's. Ich glaube, dann legen wir los. Viel Spaß. Mit der puren Dröhnung. Hier oben stört es ja keinen. Standard, cross-check, passing level 9er, now. Check. Läuft, glaube ich, ganz gut. Vor allem in Reihe 10. Höhenrausch der Glücksgefühle. Fühle. Und mein Stolz, die klingt schon auf dem Müll, Sondermüll. Die Gäste kurz vorm Kontrollverlust. Wie findet Kabinenchefin Conny die Sause? Sehr gut, also optisch mega, also der war was ganz anderes. Eng, also kein Unterschied zu einem Club gerade, vielleicht ist noch echt scheiße, aber ich glaube, die Stimmung ist gut, den Leuten macht Spaß. Aber Service ist schwierig, oder? Unglaublich schwierig. 1000-mal berührt, 1000-mal ist nichts passiert. 1001 Nacht und es hat zugemacht. 9-0. Speed. Level 757, saying level 80. Level 80. Während die Gäste tanzen, fliegen die Piloten Zahlen. Tatsächlich sind wir jetzt gerade mittendrin dabei, eine 757 nochmal in den Himmel zu malen. Jetzt fliegen wir hier runter, zeichnen die 5, dann geht es hier rüber für die 7 und von dort aus geht es dann direkt nach Frankfurt. Das heißt, ist das jetzt gesperrt, der Luftraum für euch? Ja, gesperrt nicht, aber der wurde für uns extra freigehalten. Wir haben jetzt unsere Geschwindigkeit ein bisschen reduziert, fliegen jetzt schön langsam, damit eben die Kurven auch nicht so groß werden, damit man nachher möglichst gut die 757 auch lesen kann am Himmel. Und damit hinten keiner ins Schwanken kommt. Prost.
Ruf mal kurz hinten an, du hast alles, wie es ausschaut. Ich habe alles. Cabin Crew, 10 minutes to landing, 10 minutes to landing. Jetzt aber schnell. Aufräumen und austrinken. Geht doch. Ja. Direkt hallo, Farewell 757. Der Callsign wurde gerade noch geändert von Condor 757 in Farewell 757. Zum Abschied. Haben die Fluglotsen in Frankfurt für uns gemacht. Es ist soweit. Die letzte Landung in Frankfurt für Oscar Mike und David Friedmann. Condor 757 clear to land, runway 25 center. 1000 feet stabilized. Was die Piloten nicht sehen können, unter ihnen warten hunderte Planespotter und 757-Fans. Natürlich haben sie auch den Flug über Dresden und Leipzig beobachtet. Hat geklappt. Fünf Knoten von hinten, 4 von links. $300, $200, $50, $40, $30, $20, $10, $5. Speed brakes up. Die Landung ist einsam für die zweitgrößte deutsche Airline. Keine Eskorte für Oscar Mike, kein letzter Empfang. Schade. Dieser Flug war kein Geheimnis. Mach mal Marshall da hier links. Ah, okay. David, Thomas und Sascha werden jetzt umschulen auf Airbus und weiterfliegen. Oscar Mike wird in wenigen Tagen noch einmal starten, Richtung Wales, zum Flugzeugfriedhof. Das war's, David. War mir eine Freude. Mir auch. Sehr schade. Ja. Das Herz hängt schon dran. Ist so. Ja, das war schon eine tolle Zeit. Aber auch die schönste Reise geht irgendwann mal zu Ende. Und jetzt, aber es geht weiter. Es hört ja nicht auf für uns. Nur mit diesem Flugzeug hört es auf. Vorsicht, der DJ muss raus. Gut gemacht. Vielen Dank. Gut, ja, gut mitgemacht. Sorry. Ja, das war. Ich habe es jetzt gerade von den 2 Cockpit-Kollegen gehört, die meinen, die kamen aus dem Cockpit raus und es war ein gigantisches Bild durch die Kabine. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja wieder. Das war ein traumhaft schöner Tag. Unfassbar. Oh, wir sind alle gefasst. So viel Mühe. Ja, das miterleben zu dürfen. Wir haben sie erlebt, dass sie gekommen ist. Und jetzt durften wir sie verabschieden. Das ist unglaublich. Mit richtig Tamtam. Ja. Es war großartig und wir waren auch alle ein bisschen sentimental und emotional und ja, irgendwie traurig. Eine Ära geht zu Ende. Ja. War schlimm, auch die Landung eben. Ja, es war mein Wohnzimmer. Und von daher, ja, fällt es schwer. Bye bye, Boeing 757. War eine schöne Zeit und es war ein toller Flug. Sehr emotional, hätte ich nicht gedacht. Tschüss, Oscar Mike. Alles Gute.